Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit Wordtile und Dual Damage. Ihr seht schon im Titel. Das ganze Ding heißt Inferno, ist jetzt, was stand da, 2 Monate oder so raus? Ja, wie gesagt. Oder was heißt wie gesagt? Wie in anderen Videos schon gesagt. Nicht da irgendwie ein bisschen mich so drauf festnageln, ja, aber das ist ja jetzt schon 2 Monate alt, das ist schon 2 Jahre alt, das ist schon 20 Jahre alt. Da bin ich ganz ehrlich, I give a shit, because auf einmal hier Englischkünstler geworden, Sprecher geworden. Ähm, Weil am Ende des Tages ist es trotzdem Musik, die geil ist. Und ob ich da jetzt drauf reacte, direkt an dem Tag, wo es rauskommt, eine Woche später oder irgendwann Jahre später, juckt ja am Ende gar keinen. Bin ich der Meinung, ne, es ist einfach diese Euphorie, dieser Spaß, der dabei sein sollte. Und ja, deswegen sind wir jetzt hier. Wordtile, Dual Damage. Bin ich sehr gespannt. Wordtile, sowieso so ein krasser Motherfucker. Ich habe extrem Spaß an seinen Songs, ne? Gerade auch sein Gesang. Dual Damage, seine Keks, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die hier geliefert haben. Inferno, wir gehen rein. Let's go. Don't leave me in the fire. Don't leave me in the fire. Oh. Junge, manchmal fühlt sich das halt wirklich wie ein falscher Film an, ne? Wenn man hört, wie gut der Mann singen kann. And I can barely see. Your touch was gasoline. Don't leave me here to be. Please, oh baby, please. Don't leave me in the Mm. Warum wird jetzt auf einmal alles gechanged und wir sind auf einmal in einem Live-Set? Okay. Komisch, ne? Ist irgendwie auch cool, weil das ja davor irgendwie mit AI gemacht wurde. KI, AI, wie auch immer. Würde ich jetzt denken, weil halt die Augen manchmal so ein bisschen verzerrt waren, ne? Wie halt das so ist. Wenn es nicht so ist, trotzdem, also es sah so oder so geil aus. Aber gut. Wie gesagt, ich kam gerade nicht klar auf diesen Switch auf einmal. Weil die Musik halt, ne, gut am Catchen ist. Bro, ich habe jetzt mit ganz anderen Keks gerechnet. Halleluja. Aber da merkt man auch, ne, diesen Wordtile-Shit halt, ne? Wordtile, sobald der anfängt, seine Stimme hochzuknallen, also richtig loszuschreien, musst du Angst haben, dass dieser Dual-Damage-Shit richtig durch die Decke geht, ne? Also du siehst die beiden Namen und denkst dir so, okay, Wordtile singt so, okay, es könnten die Keks kommen. Dann fängt er an zu schreien und du denkst dir, oh, okay. Okay, Dual Damage, macht euren Shit mit Wordtile. Holy shit, Junge, lass die Boxeneile. Alter.
Leave me in the fire. Oh, ey. Das ist auch eine Sache, ne, wo ich immer wieder lernen muss, halt Real Talk lernen muss. So dieser krasse Wordteil Song, Gesang, der mich jedes Mal catcht und dann immer nicht zu wissen, welche Kicks jetzt kommen. So wie hier. Klar, dieses Schreien sagt dir, okay, es geht durch die Decke, aber dass es so kranke, tiefe Kicks sind, die dir gefühlt deine ganze Ohren wegplatzen lassen. Junge, leck mich fett. Und dann geht das auf einmal wieder in diesen Gesang über. Junge, 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 das ist immer noch diese Achterbahnfahrt. In jedem Song hast du immer diese Achterbahnfahrt, gerade mit Wörtern, wo du halt wirklich hängst und dir denkst, Bro, deine Gefühlslage geht immer runter, hoch, runter, hoch. Einmal, weil du voll abgehen kannst mit den Kicks und dann kommt Wörter, der dann halt dich schön besingt. Aber meine Fresse, wie das Dual Damage immer auf diese Ideen kommt und dir solche Kicks um die Ohren hauen will, ne? Hammer. Halleluja. Don't leave me in the fire. Oh, and I can barely see. Your touch was gasoline. Wow. Don't leave me here to be. Please, oh baby, please. Aber warum so cool? Das sieht so fucking cool aus, ne? Also ich bin ja Anime verseucht, ne? Da müssen wir ja nicht drüber reden. Aber das sieht cool aus. Oh, and I can barely see. Your Geil, touch was ey. gasoline. Don't leave me here to be. Please, oh baby, please. Don't leave me in the fire. Leave me in the Oh oh. Das kriege ich halt nie in meinen Kopf rein, ne? Damit muss ich ja eigentlich rechnen, dass dir die ganze Zeit bei jedem Drop die Fresse wegfliegt und dann beim zweiten Drop oder so den letzten Drop auf einmal sowas kommt. Ne? Wo es schön melodisch ist, wo diese Kicks auf einmal nicht mehr so krass sind. Für mich persönlich natürlich die krasseren, oder was heißt krasseren Sachen? Das ist falsch gesagt. Für mich triffst du damit mehr meinen Geschmack einfach, weil ich dieser melodische Kerl bin, ne? So sehr ich auch diese krassen Kicks mag. Oder schon fast liebe. Aber, Bro, damit catchst du mich halt immer, ne? Weil es gar keinen Sinn macht, dass das jetzt kommt. Halleluja, ey. Auch hier mal eben, ne, eben für mich selbst. Bitte einmal in die Kommentare schreiben, welches Set ihr von Dual Damage und von Wordheil, egal ob zusammen oder auseinander, ne, das ist ganz egal, also einzeln oder zusammen, gerne in die Kommentare schreiben, weil ich muss die Jungs live sehen. Ja, aber zurück zu dem Video. Video crazy, wie gesagt, ist sehr geil gemacht. Am Anfang sieht es sehr KI-technisch aus. Bei dem zweiten Mal, wo wir es sehen, sieht es wirklich gar nicht so auf KI-mäßig aus. Gerade mit den blauen Flammen hat mich mies abgeholt. Sehr, sehr geil. Auch, dass die Jungs dann auf einmal blaue Augen haben. Dieser Switch ist eigentlich auch sehr geil. Und ja, alles sehr passend natürlich zu diesem krassen Song. Gerade auch, ne, dass die halt so diese Vibes catchen von diesem Switch auf dieses melodische, sagen wir so, ist mir egal, ob es jetzt Deutsch ist oder nicht.
weil da ein sehr geiler Cut dann drin ist, ne? Geile Übergänge. Sehr, sehr geil. Ja, songtechnisch müssen wir nicht drüber reden, ballert dir natürlich die Fresse weg. Ich finde, wenn du Vertile und Dual Damage liest, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es wegfetzt. Sorry, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ja. Wo war ich? Oh. Eben einen Schluck trinken, sorry. Die Sekunden muss ich jetzt rausholen. Sonst kann ich das hier nicht vernünftig zu Ende führen. Genau, die Kicks, ne, müssen wir nicht drüber sprechen. Crazy. Aber gehst du auch schon von aus, wenn du die beiden Namen einfach liest. Gerade wenn du, wie ich schon sagte, Wörter so schreien hörst. Ja. Bis zum zweiten Drop, sehr, sehr geil, alles verständlich. Und dann kommt dieser melodische Part. Holt mich natürlich ab. Ist aber für mich irgendwie komisch, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das irgendwie so ein extra, womit du halt nicht rechnest, ne? Diese Melodie hörst du die gefühlt die ganze Zeit nicht wirklich. Lass mich nicht lügen. Ja, okay, natürlich am Anfang. Hörst du am Anfang wohl ein bisschen, sag ich mal so, diese Schönheit, aber ich finde, die wird direkt so übertönt von Vertiles krassen Gesang. So. Deswegen, du hörst die ganze Zeit Vertile. Oder ich auf jeden Fall. Dann kommt diese krassen Keks. Vertile, Keks. So, das wäre, ne, so wäre der Track ja auch schon so an sich mega geil. Aber dann dieses Melodische am Ende zu packen, ist schon irgendwas Cooles. Kann zu einem sehr geilen Übergang führen bei Sets. Deswegen sage ich ja, ne, gerne Sets unten reinschreiben. Aber für einen Song, ne, dass du einfach so einen Track raushaust, finde ich das irgendwie ein bisschen komisch. So geil ist, natürlich klingt. Aber dafür ist es mir am Ende doch ein bisschen zu kurz, dieser melodische Teil. Bin ich ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz hat aber alles den Daseinsberechtigung und hat trotzdem geballert wie Sau, ne? Wie gesagt, man geht ja davon aus, dass hier die Fresse weggeballert wird. Und es wird hier. Deswegen, sehr geiles Teil, hat mich mies abgeholt, geiles Video dazu, gerade auch mit diesem Anime-Shit so ein bisschen, ne? Auch wenn es natürlich KI, AI, wie auch immer jetzt, ich muss noch den Unterschied lernen. Davon halt so gemacht wurde. Ich bin da jetzt nicht irgendwie anti gegen, aber ne, dadurch, dass man, ich weiß nicht, ob ich das jetzt eben so schnell finde. Boah, meine Fresse, Alter. Ja, genau, hier sieht man das zum Beispiel ein bisschen, ne? Dass die Augen und die Gesichter halt so ein bisschen verzogen werden. Dadurch merkt man, dass es ein KI oder so gemacht wurde. Hab da jetzt kein Riesenproblem mit, ne? Aber wenn du dann so ein offizielles Musikvideo machst, oder Clip, sag ich mal so, wäre es natürlich cooler, wenn das alles so ein bisschen cleaner ist, ne? Aber gut, das wiederholen auf hohem Niveau. Aber dafür stehe ich auch. Trotzdem, nichtsdestotrotz, mega geiler Song. Holt mich mies ab. Bin ich gespannt, wie das Ding in den Sets klingt. Gerne unten in die Kommentare schreiben. Ne? Könnt ihr auch irgendwie mehr schreiben, so, ey, Wörteil auf Defcon, Wörteil da, Wörteil dies. Natürlich auch Jahresteil dazu, genauso wie bei Dual Damage. Heißt natürlich nicht, dass es jetzt am Wochenende kommt. Boah. Dass es am Ende diese Woche kommt. Sondern irgendwann in den nächsten Wochen. Vielleicht auch erst nächsten Monat oder wann auch immer. Ja, ihr merkt, meine Stimme verlässt mich langsam. Deswegen beenden wir es hier. Ich meine, ich habe auch alles dazu gesagt. Video lange genug herausgezögert. Ihr kennt mich, ich muss viel labern. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, ja, bei euren Reactions vielleicht, ne? Bei euren Vorschlägen oder bei irgendwelchen anderen Reactions. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.